Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Miniatur-Wunderland Lockdown-Update. Wir brauchen weiterhin Geduld, wir haben sie aber auch. Wir wollen auf keinen Fall verfrüht öffnen. Wir wollen den richtigen Moment suchen, wo es für alle sich gut anfühlt und der kommt auch irgendwann. Wir machen weiterhin das Beste draus, auch wenn uns die Themen langsam ausgehen. Es gibt immer noch genug zu tun. Wir haben eine mega spannende Woche hinter uns. Wir hatten zum Beispiel einen Zwischenfall mit Wasser, das auf die Anlage tropfte. Da ist einiges in Mitleidenschaft geraten, das seht ihr in diesem Lockdown-Update. Gaston hat das Eishockeystadion endlich fertig gekriegt und ganz viele andere aus unserem Team haben angefangen, einen unfassbaren Weltrekord vorzubereiten. Und da ist der Mittelpunkt diese Lok. Diese Lok soll auf 220 Metern Gleis einmal durchs gesamte Wunderland fahren, das Wunderland auf eine ganz spektakuläre Art und Weise präsentieren, sodass diese Bilder um die Welt gehen könnten. Und zwar soll sie mit diesen Bömmeln, die wir dafür extra erfinden mussten, weil wir wahnsinnig viele Probleme haben, 2000 oder 3000 Gläser anschlagen, die mit Wasser gestimmt sind. Das kann man sich sehr schwer vorstellen. Am Ende soll es ein wunderbares Klassikmedley geben und das soll durch die Welt geschickt werden. Und da brauchen wir eure Hilfe, denn wenn das alles klappt, dann müsst ihr uns ganz fest die Daumen drücken. Und was es für Probleme gibt, seht ihr ja auch gleich, soll am Ostermontag um 9 Uhr veröffentlicht werden, wenn wir das nächste Woche, wie gesagt, schaffen. Und dann wäre die ganz große Bitte, schaut euch das alle an und schaut es einmal ganz durch. Dann merkt nämlich der Algorithmus bei Facebook und YouTube, dass das ein Mega-Video ist und schickt es für uns durch die ganze Welt. Das wäre großartig, aber jetzt schaut am besten erstmal selbst, was wir hier eigentlich machen. Ist das dasselbe? Ja. Guck mal. Nee, ne? Und merkst du was? Man hört nicht nur einen Ton. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir sortieren uns ganz viele Gläser zusammen, die fast gleich klingen und hoffen, dass sie in der Wölbung alle gleich sind. Oder du wirst 10 Minuten pro Glas sitzen. Und wenn du 10 Minuten pro Glas sitzt, wenn sie überhaupt übereinstimmend klingen können, ja, dann kannst du das ausrechnen. Dann sind das 30.000 Minuten Nettozeit. Mit Leuten, die das hören. Ja, Jesko, du bist ja als Kamera da mitgelaufen mit der schweren Kamera. Ich bin mit der leichten hier lang gelaufen. 6 Minuten, weil ich das so gerne als One-Taker filmen möchte, also ohne Unterbrechung. Einmal komplett durch, kein Schnitt. Das wäre für mich so der größte Ehrgeiz. Und ich weiß nicht, ob du genauso schwitzt mit der großen Kamera. Ich bin völlig fertig, weil wir haben ja diverse Übergabestellen, wo wir das Handy übergeben müssen, weil man über die Strecke rüber muss. Und das darf nicht wackeln. Der stabilisiert sich zwar ganz gut, die Kamera, aber je mehr man wackelt, desto eher sieht man das. Und das gucke ich mir gerade an. Also es gibt Stellen, die sind super geworden und es gibt Stellen, wo ich mir sage, ob wir das mal schaffen. Aber solange wir die Chance sehen, das als One-Taker zu drehen, werden wir das probieren. Der ist ja schon fast zu weit weg. Ja, der war aber Bremser gerade. Totaler Widerstand. Merkst du richtig schön im Finger. Also ist er viel zu nah dran. Ja, aus irgendeinem Grunde. Obwohl die Lehre sagt, dass es okay ist. Das Problem ist, dass alle Kurven fertig gezeichnet sind. Lass mich noch mal gucken, das kann doch nicht sein. Wenn das wahr ist, fangen wir wieder an. Neu. Alle Kurven. Das, was mich wundert, Stefan, ist, dass es auf beiden Seiten ein Problem ist. Wenn diese Lehre auf der Geraden gut funktioniert, müsste sie sich eigentlich nur verschieben in eine Richtung. Das heißt, eine Richtung müsste gut sein und eine müsste ein Problem haben. Aber du hast ja zwei Drehpunkte, die sich beide rumdrehen. Und das Mittelstück versucht gerade zu bleiben, übertrieben gesehen. Also die Achsen machen den hier
Die Lok Ich macht meine ganz den ehrlich, hier. hier siehst du ja schon mal, dass wir ein Problem haben. Bevor wir jetzt hier rumlamentieren, bis dahin werden wir beide, du kannst dich wieder um alles kümmern, die Gläser weiter wegstellen. Und dann gucken wir, ob das Ding hier ohne Probleme durchkommt. Wenn es tatsächlich Strom ist, also wenn die Lok das vom Motor her nicht mehr schafft, dann haben wir gar keine andere Chance. Ey, wir haben jetzt ein echtes Problem jetzt hier. In dieser Kurve ist der Zug langsamer geworden und der darf ja nicht langsamer werden. Dann stimmt der ganze Rhythmus nicht mehr, dann klingt das Lied zu langsam oder falsch. Und deswegen haben wir alle Gläser mit im genau richtigen Abstand gestellt, haben eine Leere dafür gebaut, dass wir also rumgehen konnten und genau die Gläser immer daran gestellt haben. Aber die scheint nicht entsprechend des Zuges zu sein. Jetzt könnte man natürlich sagen, dann verstellen wir die Klöppel ein bisschen, aber auf der Geraden hat es gepasst. Das heißt, in einem Stück passt es, in der anderen nicht. Das bedeutet wahrscheinlich, worst case, an diversen Stellen die Gläser nochmal abnehmen und wieder richtig stellen. Das versuchen wir gerade rauszukriegen und ich werde ruhig bleiben. Scheiße! Heute ist ein neuer Morgen und ich habe mich wieder beruhigt. Wir haben zwar das Problem noch nicht gelöst, wir haben aber noch so viele Probleme, die wir alle nächste Woche noch lösen müssen. Deswegen freuen wir uns erstmal heute auf einen ganzen Tag lang Gläserstimmen. Und wie immer bei solchen Aktionen ist das Highlight erstmal am Morgen, wenn wir uns nämlich alle einmal testen lassen. Ihr seht jetzt mal ein paar Bilder von Gastons tollen neuen Eissportstadion. So, auf die Plätze, fertig, los! Lecker rein da und drehen und einmal im Kreis herum und wieder nochmal drehen und wieder raus damit. Blutig? Nein, alles super. Gut gemacht. Ich glaube, vor 2 Jahren habe ich angefangen, die beiden alten Stadien neu zu bauen. Ich habe so ein kleines Curling-Stadion gebaut, diesmal für Behindertensport. Anschließend habe ich praktisch das zweistöckige Stadion gebaut und da spielen bei mir die Salzburger Red Bulls gegen die Berliner Eisbären. Irgendwann habe ich die Eisbären gefunden und habe mir gedacht, da mache ich da einen Joke mit den kleinen Eisbären. Das sind die Berliner Eisbären. Und im Gegenzug brauche ich ja die kleinen Büffel. Siehst du, hier habe ich meine Büffel, das sind die Gegner. Hier haben wir die Spieler, die Eisbären, da noch eine und da habe ich die Bullen. Und dann gibt es ja Schiedsrichter und die Schiedsrichter haben ja orange Binden. Und da haben wir da gehabt, komm, ich mag doch meine Pinguine, das sind meine Schiedsrichter, die sieht man jetzt zwar wenig. Da haben wir bloß die Flügel orange angemalt und schon hast du Schiedsrichter. Und dann habe ich das Problem gehabt wieder mit dem Eishockey-Tor und habe mir dann ein kleines Netz hingeklebt, dass ich weiß, wie ich arbeiten muss. Und da habe ich praktisch nochmal ein Netz und das muss ich zusammengekleben. Und ich verarbeite ja immer ganz gerne Reste. Und das ist so ein schönes Zirpenholz. Und das Holz habe ich jetzt seit 3 Jahren. Und da denke ich mir, irgendwann machst du da was draus. Guck, da habe ich das komplett rausgesägt. Und dann zusammengeleimt, Blumen rein und schon habe ich einen Blumenkasten. Und das Pitztal, das habe ich vergoldet. Das gefällt mir, weil das so wie 3D ist. Ich habe die Beleuchtung für Gaston, für sein Eisstadion und sein Curlingstadion gemacht. Ich habe dafür circa 2 Wochen gebraucht für die beiden zusammen. Das ist hier das Eisstadion und dahinter ist das Curlingstadion mit ein paar Features. Ich mache einmal so einen kleinen Lichttest. Dafür habe ich mir meinen Laptop mitgebracht, um einmal die Lichtstimmung anzugucken, ob alles funktioniert, ob vielleicht irgendwas beim Einbau kaputt gegangen ist oder ob das überhaupt gut aussieht, so wie es jetzt hier in der Anlage ist. Und das will ich jetzt einmal testen. Also, meine klare, offene, ehrliche Meinung. Die Nina hat das super, super perfekt gemacht. Ich bin stolz auf das Mädchen. Endlich einmal ein Licht, wo ich richtig sagen kann, das funktioniert, das Licht. Verstehst du? Schaut mal, mein Curling-Stadion, was das für die kleinen Strahler, das ist sowas von lieb und filigran baut. Nina, vielen, vielen Dank. Und jetzt das war mein letzter Bauabschnitt, mein letztes, was ich einbaue, weil ich gehe in einem Monat in Rente.
Was ist passiert? Was ist passiert? Oben in der 5, eine Etage über uns, sind Selterkisten umgekippt und das läuft jetzt gerade durch die Decke rum und verteilt sich auf der Anlage. Ist viel runtergekommen? Ja, es tropft hier alles runter. Und jetzt müssen wir erstmal alles trockenlegen. Ach du meine Güte. Lars, weißt du schon, ob die Bahn in Mitleidenschaft ist? Die Bahn nicht. Das K-System ist das größere Problem. Kenny, wie sieht's aus? Ja, hier ist schon ordentlich was runtergekommen. Und kriegt ihr es im Griff? Ja, ich denke schon, dass wir das in den nächsten 10, 15 Minuten alles wieder weg haben. Und hast du ein Gefühl, ob was kaputt ist? Also, ja, gefühlsmäßig glaube ich, ist alles gut gegangen. Es ist nicht, tatsächlich nicht so viel Wasser an die Elektronik geraten. Wir haben ja relativ gut abgefangen. Aber der wäre es sehen, wenn wir die Anlage wieder anschalten. Toi, toi, toi. Ja, das war ein schockierender Moment für uns. Jetzt ein paar Tage später kann ich euch aber sagen, es ist alles gut gegangen. Es ist nichts nachhaltig beschädigt, darüber sind wir sehr froh. Ob wir Ende der Woche auch glücklich und froh sind, ob mit unserem Weltrekord alles gut geht, das wissen wir noch nicht. Wir haben eine komplexe und schwierige Woche vor uns. Wir müssen viele Probleme noch lösen. Wir haben aber ein großartiges Team am Start. Das wird klappen, davon sind wir überzeugt. Und wenn es klappt, dann seht ihr am Ostersonntag ein kleines Update, wo wir schon ein paar Bilder zeigen. Und am Ostermontag um 9 Uhr ist der entscheidende Moment. Da wollen wir mit eurer Hilfe diese Bilder um die Welt schicken. Also ganz fest Daumen drücken. Jetzt bekommt ihr noch ein Facebook-Video von uns, einfach ungekürzt hinten dran gehängt. Das haben wir Mitte der Woche veröffentlicht, weil wir haben eine ganz besondere Sache. Gerrit und ich werden Jurymitglied einer Abendshow und dafür suchen wir ganz, ganz viele Leute, die basteln, die niedliche Sachen machen können, die groß, klein schrumpfen können. Aber schaut euch am besten mal das Video an, vielleicht ist es ja was für euch. Ansonsten kommt gut durch diese nächste Woche, freut euch trotzdem auf Ostern und bleibt wie immer gesund und munter. Moin, moin und herzlich willkommen aus dem Wunderland. Ihr seht in diesen schwierigen Zeiten ein fettes Grinsen in diesem Gesicht. Es ist nämlich was ganz Verrücktes passiert. Gerrit und ich werden Juroren einer Primetime-Fernsehsendung, bester Sendeplatz zur besten Abendzeit eines großen deutschen Fernsehsenders. Und es geht natürlich um Modellbau, um Basteln, um Puppenhäuser, um was Großes klein zu machen, schrumpfen, einfach nur niedlich, kreativ sein, weil, das ist das Gute aus einem Jahr Lockdown, es ist eine Renaissance von Puzzeln, von Modellbau, von kleinen Sachen basteln entstanden. Das ist großartig für die Hersteller, die haben endlich mal ein gutes Jahr gehabt. Und letztendlich hat auch ein Fernsehsender erkannt, das ist ein Riesenpotenzial für eine Mega-Sendung, für eine Mega-Sendung. Und wir sind Juroren und das wird ganz, ganz spannend. Können wir das überhaupt oder sind wir einfach viel zu nett oder werden wir vielleicht ganz kritisch und böse sein? Das werden wir sehen und dafür brauchen wir ganz, ganz, ganz viele Leute, die mitmachen. Vielleicht ist es auch was für euch. Es geht nicht darum, den besten Landschaftsmodellbauer zu suchen. Klar, ist auch natürlich was. Wer kann etwas perfekt? Es geht aber auch ganz viel um Kreativität, um Verrücktsein, mit Essen was zu basteln, mit Knete was zu basteln, die schönsten Puppenhäuser zu basteln oder aus irgendwas was zu basteln, was es noch gar nicht gab oder was wir noch nicht kannten, was witzig ist, was zum Schieflachen ist, was spannend ist, was technisch ist. Es ist alles erlaubt. Wenn du glaubst, dass es was für dich ist, dann schau mal auf der Website, die haben wir im Text stehen und guck mal, ob es was für dich ist, bewirb dich, damit möglichst viele Leute bei dieser Mega-Sendung dabei sind, damit wir auch richtig was zu tun haben. Wir würden uns wahnsinnig freuen.